Wie ihr seht, ich habe gepackt. Ich werde das Schiff verlassen. Ich fahre in 2 Stunden in die Werft. Ich mache die jetzt aber provisorisch rein, weil ich keine Kunststoffschrauben habe. Das wird mein Outfit die nächsten Tage sein. Wie ihr seht, ich habe gepackt. Ich werde das Schiff verlassen. Ich fahre nach Deutschland für ein paar Tage. Ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Und da Christoph sowieso auf der Werft ist, passt das ganz gut. Der ist da beschäftigt. Und Christoph kann dann alleine in Ruhe am Boot rumwerkeln. Das macht er sowieso am liebsten alleine. Und wenn ich dann zurück bin, ist dann auch der Werftaufenthalt schon mal abgehakt. Das ist auch schön. Also wünscht mir Glück, dass es nicht allzu kalt wird in Deutschland. Ich habe Angst. Welch wunderschöner Morgen, aber kalt ist es noch. Ich habe heute Nacht irgendwann um 4 Marion weggebracht zum Bus. Die ist am Flughafen, die fliegt nach Deutschland heute. Und ich mache das Boot jetzt fertig. Ich fahre in 2 Stunden in die Werft. Liegen noch ein paar Sachen an Bord rum, die muss ich noch aufräumen und werde dann diese Woche ein paar Arbeiten machen können. Wir sind schon fast an der Werft und an der Tasche angekommen, wo wir gleich rausgehen können. Müssen aber noch warten, da liegt im Moment noch ein Fischer drin und ja, drehen jetzt hier noch einen Kreis. Das Bötchen hängt jetzt hinter mir am Kran, ist leider relativ laut und wir wissen jetzt das erste Mal, wie schwer das Boot ist. 12,8 Tonnen, immer mit 14 Tonnen gerechnet. Auch der Anker ist auf 14 Tonnen ausgelegt und ja, bin ganz zufrieden damit. Ist ein guter Wert. Am Unterwasserschiff ist weniger Bewuchs, als ich befürchtet habe. Es muss erstmal gedampfstrahlt werden und dann kann ich mehr sehen danach. Das Boot ist jetzt soweit dampfgestrahlt und jetzt warte ich darauf, dass es an seinen Bestimmungsort für diese Woche gebracht wird und dann abgestellt wird, also aufgepeilt wird. Und ja, es sieht gut aus. So ein Unterwasserschiff sieht deutlich besser aus, als ich es erwartet habe. Wir haben lange nach einer Lösung gesucht, die letzte Meile, also mal schnell einkaufen gehen, 1 Kilometer bis 5 Kilometer zu überbrücken, wo wir schnell sind und eine leichte Möglichkeit haben, das zu tun, aber gleichzeitig etwas, wo wir auch Lasten transportieren können. Und wir haben hier einen neuen E-Roller und der heißt Movi Pro S. Der Movi Pro S kann 130 Kilo tragen. Wir haben hier einmal den Gepäckträger, den fahre ich hier vorne ein und ich stelle jetzt die 13 Kilo Werkzeug drauf. Ich mache ihn jetzt mal nicht fest, ich müsste ihn eigentlich festmachen, aber ich weiß, dass er stehen bleibt. Ihr seht auch, dass der Gepäckträger nicht mitlenkt und das macht eben den Komfort auch aus. Er hat hier auch ganz viele Laschen, wo man mit Zurgurten auch reingehen kann und seine Last verzurren kann. So, dann gibt es noch eine zweite Halterung, diese Grundplatte hier. Ich habe die hier auf eine ehemalige Klappbox draufgeschraubt. Man kann das vielleicht auch innen sehen, da ist die Konterplatte da, wird auch eingehängt. Und ich kann jetzt im Prinzip wieder das gleiche Spiel machen. Diese Halterung ist allerdings ein Sonderzubehör. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Mit dem Code HAFENKINO50 bekommst du 50 € Rabatt beim Kauf eines E-Scooters. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung.
Der Movi hat einen echt breiten Lenker, der ist 65 cm breit, dadurch lässt er sich echt ganz toll fahren. Er verfügt auch über Blinker, natürlich auch über Licht, also ist straßenverkehrskonform. Der Lenker lässt sich in 3 Stufen verstellen. Ich bin 1,80 groß, ich bin auf der mittleren Stufe, also da ist noch Luft nach oben. Er lässt sich schnell und leicht zusammenklappen. Ich zeige euch mal kurz, wie man ihn zusammenklappt, das geht nämlich wirklich sehr schnell. Also erstmal fahre ich hier die Stange wieder ein. Das ist einmal ein Schnellverschluss und man muss hier einen Knopf reindrücken. Dann schiebt man hier Hülsen nach hinten und kann den Lenker abklappen. Zuletzt wird hier der Knopf noch eingedrückt. Dann rastet er ein und man kann ihn hochheben. Ihr seht ja schon, wie leicht mir das fällt. Der wiegt ungefähr 12,5 Kilo und ist damit einer der leichtesten Roller überhaupt und hat ungefähr eine Reichweite von 40 Kilometer. Wenn man ihn aufbauen will, geht das genauso schnell. Hier diesen Knopf wieder reindrücken, aufklappen, Lenker rausklappen, Schnellverschluss lösen, einen nach oben einrasten und der Roller ist betriebsbereit. Es gibt übrigens als Zubehör diese Tasche, wo sich der Roller ganz genau rein verstauen lässt, weil wir den Roller natürlich mit ins Schlauchboot nehmen wollen, damit an Land fahren wollen. Und dafür ist diese Tasche halt wirklich sehr praktisch. Sie ist auch wasserdicht, hat einen wasserdichten Reißverschluss. Und so ist der Roller dann eben auch vor Spritzwasser geschützt. Ich bin jetzt hier auf der langsamsten Stufe. Ich kann mal hochschalten, dann wird es schneller. So, jetzt bin ich auf der schnellsten Stufe. Ich finde, der fährt ganz schön schnell. Mit dem Movi Pro S bin ich echt total glücklich, weil er eben zum einen total leicht ist, sich schnell zusammenklappen lässt und deswegen auch überall reinpasst, aber eben auch die tolle Funktion hat, dass ich damit Lasten transportieren kann. Also irgendwie 2 Kanister Diesel von der nächsten Tankstelle holen, 40 Kilo vorne drauf, ist überhaupt gar kein Problem. Und bin froh, dass wir jetzt dafür eine Lösung gefunden haben für dieses Problem der letzten Meile. Das Boot steht hinter mir auf dem Trockenen. Ich habe die erste Nacht jetzt auf der Werft verbracht. Hier ist es so, dass man an Bord übernachten darf und dass man auch kleinere Sachen an der Werft am Boot machen darf. In Italien ist das eher unüblich, normalerweise geht das da nicht. Und deswegen bin ich da sehr froh darüber, dass ich ein paar Sachen selber machen kann. Was aber auf jeden Fall von der Werft gemacht wird, ist das Anti-Fouling. Das heißt, der Unterwasseranstrich, der wird alle 2 Jahre erneuert oder zumindest kontrolliert. Das ist ein Anti-Bewuchsschutz, damit sich da nicht so viel Unterwasserbewuchs draufsetzt, weil das bremst die Fahrt und schädigt auch langfristig das Boot. Und hier haben sie jetzt schon mal das abgeschliffen, dort wo die Farbschichten schon lose waren und haben das schon mal vorbehandelt. Am Kiel waren auch ein paar Roststellen, die haben sie auch behandelt. Heute wird die erste Schicht schon aufgebracht, die blaue Farbe. Und dann kommt eine zweite Schicht noch oben drauf, das ist dann die schwarze Farbe. Ich hatte befürchtet, dass es heute Nacht ziemlich kalt wird, denn ich bin ja auf dem Trockenen, aber im Gegenteil, es ist sogar deutlich wärmer als im Wasser, weil wir die Wasserkälte nicht haben, sondern jetzt nur die Lufttemperatur. Und es ist sowohl im Boot deutlich wärmer als auch deutlich trockener und das macht es sehr angenehm. Das sind hier übrigens die Anoden, die ich abgenommen habe. Und man sieht, dass die teilweise schon ziemlich angegriffen waren. Ich hätte sie sonst jetzt im Wasser erneuert, aber so ist es mir natürlich lieber. Das heißt, ich besorge mir neue. Das hier oben ist das Bugstrahlruder, das hilft mir beim Navigieren, wenn ich in den Hafen reinfahre, kann das eben den Bug zur einen oder zur anderen Seite drücken und ich brauche das bei dem Schiff auch unbedingt, um rückwärts steuern zu können, sonst kann ich das gar nicht. Da sind normalerweise Kunststoffschrauben drin in diesem Bugstrahlruder, also das dreht sich natürlich das Bugstrahlruder und wenn ich mir da eine Leine reinziehe, die im Wasser schwimmt, dann könnte das Getriebe beschädigt werden. Deswegen sind da solche Schrauben drin. Hier habe ich jetzt Edelstahlschrauben in der Hand. Normalerweise sind das aber Kunststoffschrauben, damit die in dem Fall dann abbrechen und der Propeller runterfällt und das Getriebe nicht kaputt geht. Ich mache die jetzt aber provisorisch rein.
weil ich keine Kunststoffschrauben habe. Ich kann das dann aber vor Anker tauchenderweise dann jederzeit nochmal austauschen. Das, was ich jetzt hier drauf mache, ist sogenanntes Anti-Seize. Wir haben, wenn wir verschiedene Metalle miteinander verbinden, das ist jetzt Edelstahl und das ist Guss, dann gibt es, wenn ein Elektrolyt dazu kommt, und Salzwasser ist ein Elektrolyt, gibt es Korrosion zwischen verschiedenartigen Metallen. Und das jeweils unedlere zersetzt sich. Das wäre in dem Fall das Gussstahl. Und deswegen macht man hier so eine Sperrschicht drauf, damit die zwei Metalle miteinander keinen Kontakt haben. Und das ist das, was ich gemacht habe. Das sind die Kunststoffschrauben und hier ist mir die alte Kunststoffschraube drin abgebrochen. Das heißt, die muss ich jetzt erstmal noch rausholen. Hier bei Hafenkino gehen wir auf die technischen Sachen nicht so tief ein, weil wir wissen, dass viele von euch eher das Wasser und das Segeln sehen wollen. Für die, die aber die Technik sehen wollen, gibt es einen anderen Kanal, Hafenkino Technik. Da gehe ich sehr detailliert auf die Themen ein, wie ich sie angegangen bin, was es zu beachten gibt und welche Besonderheiten waren. Und schau da gerne rein, da freue ich mich. Ich muss Dichtungen hinter dem Propeller tauschen. Die sitzen hier noch dahinter, innen drin. Und dazu muss der Propeller natürlich runter. Und ich habe eine Anleitung, wie die Dichtungen zu tauschen sind und was ich dafür brauche. Ich hatte aber jetzt keine Anleitung, was ich für den Propeller brauche. Und mir ist es ja immer wichtig, dass ich die Ersatzteile vorher beschaffe und auch das Werkzeug weiß, wo ich das in dem Moment kriege. Und jetzt ist die Schwierigkeit, auf dem Propeller sitzt ein Sicherungsblech drauf. Das verhindert, dass der Propeller sich von der Welle selber lösen kann. Und dieses Sicherungsblech, das bekomme ich hier nicht. Und ich gehe in 3 Tagen ins Wasser, das heißt, das ist auch zu kurz, um das zu bestellen. Und jetzt bin ich echt froh, dass ich zum einen viele Sachen selber machen kann und zum anderen noch in einer Zeit groß geworden bin, wo man improvisiert hat damals. Jetzt habe ich hier Giuseppe von der Werft gebeten, ob er mir einfach ein Stück von diesem Material, 2,5 mm Inox, zuschneidet und ein 17er Loch reinbohrt. Ich brauche ein 20er Loch, aber das kann ich dann selber aufweiten. Also das ist jetzt nicht so die Schwierigkeit und jetzt baue ich mir diese blöde Scheibe selber. Aber manchmal kann man es einfach nicht anders machen. Ohne Sicherungsscheibe riskiere ich den Propeller zu verlieren. Das geht natürlich nicht. So, das Zweite. Ich habe es ja vorhin versucht mit dem kleinen Abzieher, das ging ja nicht. Jetzt habe ich einen super tollen mir ausleihen können vom Projekt Manaya, die sind ja auch bei uns hier, von Manuel. Der hat hier einen riesig großen, schweren hydraulischen Abzieher. Der kann 5 Tonnen, damit sollte das leicht gehen. Ich habe kürzlich damit schon mal was abziehen wollen, das habe ich dabei kaputt gemacht, so stark ist das Ding. Hier wird uns aber heute nichts kaputt gehen. Ich habe dann immer noch die Möglichkeit, wenn ich da zu viel Kraft aufbringen müsste, dann kann ich es immer noch erhitzen. Kältespray habe ich auch, also das wird alles funktionieren. Frank kommt später vorbei, ein Freund von drüben vom Hafen, weil sobald der sich löst, ist ja die Gefahr, dass der Abzieher runterfällt und auch der Propeller. Und das wäre natürlich schlimm für den Propeller, der könnte kaputt gehen. Genauso für den Abzieher, der könnte auch kaputt gehen. Und natürlich habe ich auch keine Sicherheitsschuhe. Das heißt, ich muss da so doppelt vorsichtig sein. Und das hier ist übrigens ein hydraulischer Abzieher, den ich euch unten verlinke. Der ist große Klasse, den habe ich schon mal verwendet. Für mein Boot ist er zwar zu groß, zu schwer. Ich könnte ihn nicht unterbringen, aber er ist echt kraftvoll und kann echt viel.
Wow, habt ihr das gesehen, was das für ein Knall gab? Ey, irre, irre, oder? Hast du dich auch so etwa jagt wie ich? Das tut auf einmal einen Knall und dann schießt dir der ganze Kram entgegen. Ich bin Manuel, vielen Dank, wenn du das mal irgendwann siehst. Vielen Dank zum einen für den Abzieher und zum anderen, dass du mir den Tipp gegeben hast, dass ich zu zweit mache. Also das wäre jetzt echt, da wäre mir der Propeller kaputt gegangen und am Ende noch die Füße, ne? Ne, sieht gut aus. Mal schön sauber machen, ne? Ja. Vorhin habe ich ja zusammen mit Frank den Propeller abgezogen. Man sieht aber auch, dass das Unterwasserschiff schön blau ist. Das heißt, die erste Farbe ist komplett drauf. Heute soll die zweite Schicht auch noch drauf kommen. Die soll dann schwarz sein. Dann sehe ich praktisch, wenn eine Schicht abgetragen ist und die andere kommt zum Vorschein. Deswegen 2 Schichten. Ja, ich hoffe, die machen das heute noch, weil ich will hinten am Propeller weiterarbeiten und da brauche ich auch noch Zeit dafür. Und das geht erst, wenn die fertig sind. Jetzt mache ich aber als allererstes mal die Propellerwelle sauber und bereite soweit für die Arbeiten für morgen an der Propellerwelle alles vor, dass ich da möglichst schnell dann morgen bin. Das Unterwasserschiff ist soweit fertig und was ich heute vorhabe, ist hier am sogenannten Sea Drive das Öl zu wechseln. Das ist Öl gefüllt im Inneren. Hier außen ist normalerweise Salzwasser und hier dazwischen hinter dieser Bronzebuchse verbirgen sich zum einen das Öl und zum anderen 3 Dichtringe oder 4 Dichtringe genauer gesagt. Und die will ich heute tauschen. Sehr schön. Profi, sagst du? Ja, ja. Ja, ja, Leute. Sehr schön. Ist aber schon ganz schön eingelaufen, ne? Ja, ja. Sag mal, ist das überhaupt die richtige Hülse, die ich habe? Weil wenn nicht, haben wir jetzt ein Problem, ne? Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das so stark einläuft. Guck mal, von dem Dichtring innen, da ist auch nichts mehr übrig. Der schwarze Dichtring. Der ist total flach gelaufen schon. War kein Luxus, das kriegen wir nicht mehr. Weich ist das Zeug hier. Ich bin echt erleichtert, dass wir das jetzt hingekriegt haben mit Frank zusammen. Das ist echt ganz gut, wenn man es zu zweit macht, weil Frank hat dann gesagt, nee, ja, nimm lieber den Gummihammer, nicht den Metallhammer, nicht den Schlosserhammer. Mach mal mit Holz dazwischen und so weiter. Und dann hat er auch die Idee, dass wir das Getriebe einkuppeln und dass wir dann praktisch mit dem großen gelben
der Rohrzange, dass wir dann praktisch gleichzeitig den Ring bewegen. Das ist auch immer gut, weil so alleine drehst du dich halt so in deinem Kreis. Und ja, also gestern Abend war ich sehr frustriert, wusste nicht, wie das gehen soll, wusste nur, es muss irgendwie gehen und ich hatte ja den Zeitdruck, dass ich heute fertig werden muss. Jetzt ist kurz vor Mittag und ich habe das geschafft und jetzt braucht nur noch das Getriebe Öl. Das kann ich jetzt in Ruhe dann heute Nachmittag noch einfüllen oder auf den Abend zu und ich glaube, dann werde ich heute Nachmittag mal ein bisschen frei machen. Das war jetzt viel. Letzter Akt, das C-Drive bekommt wieder Öl drauf. Ich habe hier oben einen Trichter vorbereitet. Da hinten ist 10 Liter von diesem Öl. Es geht ein Schlauch hier runter. Und hier in der Ecke ist das Gefäß. So 8 bis 9 Liter gehen da rein. SAE 80W90 ist das. Rein damit. Es ist vollbracht, könnte man sagen. Die Woche auf der Werft ist jetzt vorbei. Es ist Samstag. Ich werde um 8 Uhr mit dem Boot schon im Kran hängen. So sagte mir jedenfalls der Werftchef. Und ja, ich konnte viele Arbeiten am Boot machen. Das Boot hat seine 2 Anti-Fouling-Anstriche bekommen. Unten drunter ist blau, oben drüber ist schwarz. Ich habe die Anoden getauscht. Am Bugstrahlruder habe ich eine Reparatur durchgeführt. Da waren eine Schraube abgebrochen. Von 4 Schrauben waren noch 2 funktionsfähig. Das heißt, der Propeller hat so hin und her geklappert. Das bedeutet natürlich auch, dass er keinen vernünftigen Vortrieb mehr liefert. Und da war meine größte Baustelle dahinter, den Dichtring zu tauschen, der das C-Drive und das Öl vom C-Drive zum Meerwasser trennt. Also das war echt schwierig und ich bin echt glücklich, dass Frank mir da helfen konnte. Hier haben wir noch das Bugstrahlruder und dahinter haben wir den beginnenden Sonnenaufgang. Und jetzt geht es jeden Moment los. Hier, das Boot steht jetzt schon auf der Verfahreinrichtung und wird dann vorne an den Kran gefahren, in die Schlaufen eingehängt und ins Wasser gesetzt. Frank kommt dann später rüber und hilft mir, das Boot wieder zurückzufahren. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch die Leiter vom Boot wegbinden, das Fahrrad wegstellen und dann darauf warten, dass das Boot nach vorne gebracht wird. Ich bin wieder zurück am Liegeplatz. Dank Franks Hilfe war das auch wirklich problemlos. Man merkt, dass das Boot wieder schnell unterwegs ist durch das saubere Unterwasserschiff. Wir fahren jetzt bei 2000 Umdrehungen 5,4 Knoten. Da haben wir vorher 2,4. 2400 Umdrehungen gebraucht. Also das ist eine deutliche Verbesserung. Und man merkt, dass das C-Drive deutlich ruhiger läuft, jetzt mit dem neuen Öl und auch, ich denke mal, auch mit der neuen Lagerung, weil die waren ja eingelaufen, die Ringe. Das heißt, da war auch schon ein bisschen Spiel drin. Und Bugstrahlruder funktioniert super. Jetzt warten auch hier wieder einige Aufgaben auf mich. Aber die kommen dann das nächste Mal. Da wird auch Marion wieder dabei sein. Da freue ich mich drauf. Ihr seht, ich bin noch nicht wieder in Italien. Das lief jetzt alles anders, ein bisschen anders als geplant. Ich habe hier mit Grippe und Influenza-Kranken zu tun und bin jetzt gerade dabei, meine Familie ein bisschen zu pflegen. Und zum Glück jetzt, wo ich hier bin, passiert. Aber ja, deswegen habe ich meinen Rückflug verschoben. Ich werde, wenn alles passt, am Donnerstag zurückfliegen, sofern ich mich nicht auch noch angesteckt habe. Und
dann habt ihr uns nächste Woche hoffentlich wieder beide zusammen.